Wir sind Jessie und Roberto und in unserem selbst ausgebauten Sprinter bereisen wir zurzeit Europa. Aktuell zieht es uns schnell in den wärmeren Süden, doch unterwegs gibt es einige Dinge, die wir uns nicht entgehen lassen wollen. Wir werden mit unglaublichen Eindrücken beglückt. Ah, und hier gibt es schon wieder welche. Ja, da stehen wieder welche. Oh mein Gott. Von traumhafter Natur über atemberaubende Straßen bis hin zu menschlichen Begegnungen. Und alles in einem Land, das für viele ein weißer Fleck auf der Karte ist. Schön, euch dabei zu haben. Seit dem letzten Reisevlog ist ja doch einiges passiert bei uns. Wir haben auch die letzten 2 Tage ganz schön auf die Tube gedrückt und sind von Polen bis nach Rumänien gefahren. Hier sind wir nun im Nordwesten von Rumänien und wir haben auch die erste Nacht hier schon verbracht. Und zwar bei einem Kloster. Also viel haben wir natürlich vom Land noch nicht gesehen, aber eins können wir sagen, die Menschen sind so herzlich. Wir wurden auch angesprochen von einigen der Bewohner und sie waren super freundlich und sie haben uns sogar ins Kloster eingeladen. Das sehen wir uns jetzt gleich an, aber ja, wir möchten einfach so viel sagen, wir fühlen uns richtig willkommen geheißen hier in dem Land. Wir freuen uns richtig, mehr davon zu sehen und ja, jetzt geht es aber ins Kloster, damit wir uns das ansehen können, bevor es weitergeht. Hier durch die Anlage zu laufen war sehr interessant und ja, wir wollten uns eigentlich nochmals kurz verabschieden von den Leuten, die wir gestern hier getroffen haben, haben aber leider niemanden gesehen. Ja, schade. Schade, aber dann möchten wir wenigstens auf diesem Weg nochmal Danke sagen, denn irgendwie haben sie genau gewusst, was uns fehlt. Sie haben uns gestern Öl und Zucker geschenkt und das waren genau die 2 Dinge, die wir nicht hatten. Also ja, vielen Dank nochmal, auch für die Gastfreundschaft. Ja, und ja, für uns geht es jetzt weiter. Ja. Und ja, mal schauen, wo es hingeht. Ja, wir wissen es nämlich immer noch nicht. Gestern sind wir noch an diesem Schlafspot angekommen und ich meine, man sieht es hinter mir, die Aussicht ist einfach traumhaft. Wir sprechen jetzt aber gerade mit euch drinnen, denn es ist richtig windig draußen und es ist auch relativ frisch. Wir lassen uns nicht abhalten, denn wenn wir hier schon so schön stehen, dann möchten wir uns diese Schlucht hier auch ansehen. Das heißt, wir fahren jetzt runter ins Tal und sehen uns an, was hier in den Wäldern und Schluchten Rumäniens wartet. Wir haben heute Morgen schon einige Leute gesehen, die mit diesen pinken Abfallsäcken den Müll aufgesammelt haben. Also bei uns oben, wo wir übernachtet haben, aber auch jetzt hier unten, wo der Parkplatz ist. Und es ist unglaublich, wie viele Säcke da zusammengekommen sind. Aber auch gut, dass man mal sieht, wie viel Müll da überall rumliegt. Also, dass man das nicht einfach mit nach Hause nehmen kann. Oder es gibt überall hier Abfalleimer, da könnte man es auch reinwerfen. Aber nein, die Leute werfen es einfach überall hin. Unverständlich und nicht begreiflich, wie man das machen kann. Vor allem heutzutage, wo man weiß, ja,
das verschwindet nicht einfach so. Naja, wir gehen jetzt mal zur Schlucht und ja, schauen mal, wie es da aussieht. Auch noch die Sonne raus. Es tut einfach so gut, sie zu sehen. In der Früh war es ja noch grau und hier war alles von Nebel bedeckt. Und jetzt auf einmal sieht man so das Licht durch die Blätter scheinen. Das ist einfach grandios. Natürlich vergessen zu sagen, wo wir überhaupt sind. Wir sind in der Schlucht Şeyle Dursi oder so ähnlich. Die befindet sich etwa eine Dreiviertelstunde südlich von Cluj und wird vom Bach Hastate durchflossen. Die Schlucht ist etwa 2 Kilometer lang, also nicht so groß, aber dafür umso imposanter. Etwa eine Stunde sind wir jetzt gegangen und wir sind am Ende der Schlucht angekommen. Es sind zwar nur 2 Kilometer, aber bei dem Weg dauert es halt ein bisschen. Aber es war jeden Meter wert, die Aussicht ist hier einfach traumhaft. Der Tee hat richtig gut getan, aber es ist ziemlich frisch geworden mittlerweile. Die Sonne ist weg und ja. Wir gehen drum wieder zurück zum Van und ich weiß nicht, machen wir heute noch ein bisschen Strecke oder machen wir das morgen? Wahrscheinlich morgen. Okay, also auf jeden Fall zurück zum Van. Zurück beim Van und schon haben wir wieder Besuch. Ja, es gibt hier wahnsinnig viele Hunde, Straßenhunde, wilde Hunde, wie man es nennen will. Und wir hatten ja gehört, wir müssen aufpassen vor den rumänischen Straßenhunden, die sind gefährlich, aber bis jetzt waren alle so freundlich. Man merkt aber, wenn man eine schnelle Bewegung macht, dann zucken die immer gleich weg. Also ich glaube, die haben schon ihre Erfahrung mit Menschen gemacht, aber also wir hatten bis jetzt nur positive Erfahrungen mit ihnen. Wir haben uns entschieden, nun doch ein bisschen weiter zu fahren. Wir haben uns kurz Brötchen gemacht und machen noch ein bisschen Strecke. Wir fahren etwa so 1,5 Kilometer, 1,5 Stunden. Also nicht so weit, aber wir wollen uns doch dem nächsten Ziel etwas annähern. Das ist nämlich schon unser Highlight von Rumänien. Das ist etwas, was wir unbedingt machen wollten. Auch wenn wir ja nicht sehr viel Zeit hier verbringen werden, wollten wir das unbedingt mitnehmen.
gleich für einen Kaffee. Freue ich mich schon. Wie sieht es draußen aus? Ich glaube ziemlich gut. Die Wolken verziehen sich langsam. Es wird toll. Dankeschön. Ja. Ich freue mich schon riesig auf unser heutiges Vorhaben. Wir sind hier am Fagarashan-Gebirge und das sagt einigen vielleicht auch schon, was wir heute vorhaben. Hier gibt es nämlich eine richtig spektakuläre Passstraße. Ich glaube, sie wurde sogar auch als eine der weltweit oder wenigstens europaweit schönsten Straßen gekürt. Und auf die freuen wir uns besonders, denn ja, schon seit Wochen, wo für uns ja, Rumänien auf dem Zettel steht, da war klar, wir müssen diese Straße machen. Wenn nichts anderes, müssen wir diese Straße machen. Heute ist es soweit. Hoffentlich hält das Wetter, denn es zieht sich langsam wieder ein bisschen zu. Mal sehen, die Vorhersage ist eher wechselhaft. Der Van ist ready. Ich trinke hier noch meinen Kaffee fertig. Aber bevor es losgeht, möchte ich noch ein bisschen die Sonne genießen, denn ja, wir hatten schon lange nicht mehr wirklich schönes Wetter. Und das tut richtig gut, hier ein bisschen die Sonnenstrahlen aufzunehmen. Aber ja, danach geht's darauf und ja, wir freuen uns schon richtig. Der Pass ist schon ziemlich abenteuerlich. Ja, mal schauen, vielleicht sehen wir auch noch Bären. Aber auf jeden Fall fahren wir jetzt langsam durch die Nebeldecke in der Hoffnung, dass es oben schön ist. Also ja, mal schauen. Kurzer Zwischenhalt, wir sind fast oben beim See angekommen und wollten mal aussteigen, ein bisschen so die frische Luft atmen. Es ist 0 Grad etwa, also ziemlich frisch. Und leider haben wir halt doch immer noch Nebel, aber das gibt wenigstens ein bisschen eine mystische Stimmung. Und ich finde ja sowieso Passstraßen eh immer toll, weil damit Roberto Drohne fliegen kann, darf ich immer die schönsten Strecken fahren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt am obersten Punkt sind, soweit bin ich nicht informiert, aber wir sind beim La Culbalea angekommen. Das ist ein See auf über 2000 Metern, ich glaube knapp 2040 Meter. Es ist immer noch frisch, wir haben immer noch Nebel, aber was dazu kommt, hier ist Eis auf der Wasseroberfläche, also ja. Trotzdem haben wir hier vorher so einen Wahnsinnigen gesehen, der hier baden war, also ich bewundere solche Leute, die das schaffen. Wir machen das nicht, wir sind schön warm eingepackt und ja, wir schauen mal hier um den See herum, sieht richtig hübsch aus und danach essen wir endlich Frühstück
dann sehen wir, was die Straße noch zu bieten hat. Die geht ja noch ein ganz schönes Stück weiter. I met an old man. I said, tell me your story. He took out a notepad and wrote something for me. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. Ja, wir essen hier jetzt gerade sehr improvisiert unser Frühstück. Aber, was wir kurz sagen wollten, man sieht gerade richtig, wie schnell das Wetter wechselt. Man sieht nicht mehr wirklich viel. Gleich nach dem See gab es einen Tunnel, da sind wir jetzt durch und seht euch an, wo wir gelandet sind. Es ist einfach klares Wetter, man sieht blauen Himmel und die Aussicht, wow. Roberto macht schon die Drohne bereit und es gibt noch mal ein paar richtig tolle Aufnahmen von der Passstraße darunter. Die Straße an sich ist schon ein Traum und ja, alles rundherum, die Natur, wow, also wir hatten das so überhaupt nicht erwartet. Ja, für uns geht es jetzt weiter Richtung See, ich weiß nicht wie der See heißt, keine Ahnung. Wollen dann noch ein bisschen spazieren gehen, das Wetter genießen, wenn es schon so aufgetan hat und ja, danach geht es irgendwann mal weiter Richtung Schlafplatz. Wir haben noch keine Ahnung, wo wir heute Nacht übernachten werden, aber ja, das sehen wir dann gleich. Oh mein Gott. Seht ihr das? Wir hatten gerade erst noch Witze gemacht. So, ja, jetzt fehlen nur noch die Bären, dann haben wir es komplett. Da laufen sie über die Straße, mit 2 Jungen sogar. Unglaublich. Es wirkt so surreal. Wow. Wow, was war das für ein Erlebnis jetzt gerade mit den Bären? Also, wir haben irgendwie 2 Minuten vorher noch darüber gesprochen, wie cool es noch wäre, Bären zu sehen. Oh. Und hier gibt es schon wieder welche. Ja, da stehen wieder welche. Oh mein Gott. Also ich drehe mal kurz die Kamera. Der chillt hier gemütlich. Ja, wieso nicht? Neben der Straße. Hallo Bär. Wow. Was ist denn hier los? Naja, was ich sagen wollte, keine Ahnung. Genau. Dein Verdacht? Ja. Hinter uns standen vorher auch noch Autos und die haben den Essen zugeworfen. Ich glaube, die Bären wissen ganz genau, wo es Essen gibt. Und die sind halt hier in der Nähe von der Straße. Und wir haben auch gelesen, dass sich die Bären von den Förstern gerne befüttern lassen. Und so quasi als Attraktion dann hier in der Nähe, wo die Touristen durchfahren, sich aufhalten. Finden wir nicht so gut, aber auf der anderen Seite, ja, für uns war das jetzt wirklich ein Erlebnis, gleich 2 nacheinander zu sehen. Ja. Hätten wir so nicht erwartet. Ah ja. Na gut, also für uns geht es jetzt weiter. Wir fahren zum Schlafplatz und ja, mal schauen, was uns hintreibt.
Das war mal heute wieder mal so ein richtig schöner Tag, also voller Überraschungen und ja. Wir sind immer noch sprachlos offensichtlich. Wir sind einfach überwältigt von der Straße und von den Bären. Also ja, und so sprachlos, dass wir einfach vergessen haben, im See laufen zu gehen. Ja genau, also sprachlos und kopflos. Ja, das haben wir irgendwie komplett vergessen. Nach den Bären waren wir hin und weg und ja. Naja, was soll's. Jetzt sind wir wieder aus den Karpaten raus und in der nächstgrößeren Stadt oder im nächstgrößeren Ort haben wir uns ein Plätzchen für die Nacht gesucht und gefunden. Ja. Und machen uns den Teller Pasta. Genau. Heute läuft nicht mehr viel. Nee. Wir sind ganz schön kaputt, waren wirklich den ganzen Tag unterwegs und ja, morgen geht's weiter. Da haben wir eine kleine Überraschung für euch. Wir sind angekommen. Ja, Jimmy ist geparkt. Wir laufen jetzt da rein und wir zeigen euch gleich, wo wir sind. Wir brechen hier jetzt einfach mal ein. Lotta! Luna! Nein! Und ab! Jamie, wir sind immer zuerst die Hunde. Hallöchen! Hallo Luni! Hallo! Schön, habt ihr Luna. So, und jetzt geht's von der Rente. Und rein. Super. Hallo. Oh Mann. Und habt ihr richtig geraten? Wen haben wir denn da? Lotta? Hallo! Aber ist auch süß. Ja? Vermisst du Baxi? Ja, der hätte ja eigentlich auch gut reingepasst in diese Runde. Na, die Wurst. Du bist so lang. Die meisten von euch kennen ja die beiden schon. Wir haben sie in Polen das erste Mal getroffen, Zoja und Merlin. Und jetzt fehlen noch zwei im Bunde. Es fehlen noch Andre und Laura. Und ich glaube, wir haben das Auto schon gehört. Die kommen jetzt auch gleich zur Tür rein. Hallo. Lotta. Luni, Lotta! Hallo. Nein. Lotta rein. Hallo! Oh, da ist was los. Hallo. Gestern Abend war richtig gemütlich und wir haben uns wirklich sehr gefreut, alle Ja, war wiederzusehen. richtig schön. Ja, und dann auch noch alle auf einmal. Ja, ihr habt auch gesehen, dass sie ja zwei mega süße Hunde haben, Baxi aber nicht dabei war. Das ist, weil Baxi gar nicht mehr mit uns mitreist. Wir haben vor der Hochzeit noch meine Mama getroffen und die hat ihn wieder mitgenommen. Er lebt ja vor allem bei ihr eigentlich. Genau. Ja, wir sind wieder hundelos, darum war es umso schöner, die zwei hier zu sehen. Und ja, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal rein. Trinken nochmal einen Kaffee gemütlich zusammen, bevor es dann für uns weitergeht. Genau. Aber wir beenden jetzt dieses Video und ja, wie es bei uns weitergeht, seht ihr nächste Woche. Und falls euch dieses Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, ich lasse mich noch schon von der Sonne. So fließt auch der Bass. Ich muss nochmal.